Culiacán in Mexiko. Verbrechen, Angst und Unsicherheit gehören hier zum Alltag. Meldungen über Gewalttaten überschlagen sich täglich. Alleine 2024 wurden hier mehr als 600 Morde registriert. Und dort, an vorderster Front, Ernesto Martinez. Er ist Crime Reporter und seit mehr als 20 Jahren einer der ersten am Tatort. Wir begleiten ihn einen Tag lang bei seiner Arbeit. Und was uns dabei erwartet, können wir uns vorher kaum vorstellen. Direkt früh am Morgen geht es los zum ersten Tatort. Beim Frühstück kriegen wir einen Anruf von unserem Kontakt. Heute Nacht gab es eine Schießerei mit mindestens einem Toten. We're going to a crime scene and we just want to be there before the forensic team. If you don't get there on time, the forensic team might arrive and pick up the body. Crime Reporter haben oft einen direkten Draht zur Polizei und bezahlen teils Beamte, um als Erste über einen Vorfall informiert zu werden. Auch wenn niemand vor der Kamera über diese Bestechung reden will. So haben wir die Chance, noch vor der Spurensicherung am Tatort zu sein. These crime scenes are tough because sometimes you see the family of the victim crying out, like in disbelief. It's difficult. Wir sind jetzt angekommen, da stehen 2 Polizeiwagen. Von hier sieht man die Leiche schon. Sie liegt da vorne, direkt hinter der Absperrung, hinter dem Polizeiauto in der Mitte. Da liegt auf jeden Fall der Tote. Die Einschusslöcher sind hinter der Leiche noch deutlich zu sehen. Der Tote scheint nicht älter als 25 Jahre zu sein. Hier kommt gerade die Spurensicherung an da drüben. Also wir waren vor der polizeilichen Spurensicherung sogar noch hier. Und genau. Auch Crime Reporter Ernesto ist vor Ort und hält sogar noch eine erste Live-Schalte. Für ihn ist so ein Vorfall Alltag. Bueno, ahorita como está la narcoguerra, en estos momentos nos toca estar todo el día prácticamente en la calle. Estamos en un lugar, cuando nos movemos a otro, pueden ser entre 6 y 8 escenas en el horario que tenemos de 8 horas. Pues mira, estamos acostumbrados a la violencia, pero en este momento se ha recrudecido tanto que sí nos hemos preocupado y nos ha afectado psicológicamente. Wie Ernesto selbst schon die Härte der Kartelle zu spüren bekommen hat, erzählt er uns später. Er macht den Job schon seit 25 Jahren. Crime Reporter gibt es in Mexiko viele. Trotzdem bleibt jeder Beitrag über einen Mord eine Gratwanderung. No lo miro yo con morbo, sino tratando de ver, investigar por mí mismo qué es lo que le pasó, si en realidad está así, si lo miro de esa manera, ¿cómo se puede decir eso? Se insensibiliza uno a lo que viene siendo la pérdida de una vida humana. Pero sí hay ocasiones donde sí te pega cuando ves que son niños, cuando ves que es una persona adulta mayor, un anciano, o cuando son víctimas indirectas de la violencia. Als nächstes dreht Ernesto ein Video für TikTok. Y a simple vista se le aprecia que esta persona tiene impactos de arma de fuego en el cráneo y el cuerpo. Le repito, hay casquillos de arma larga y están siendo analizados por personal de la Fiscalía General del Estado. Esta es la información que tenemos en Culiacán, Sinaloa. Soy su amigo Ernesto Martínez. Dios le bendiga y le guarde hasta pronto. Le mando un fuerte abrazo. Er ist nicht der einzige Reporter hier vor Ort. Der Job ist gefährlich, vor allem wenn die Journalisten über die Drogenkriege der Kartelle berichten. Sobald die Polizei den Tatort verlässt, muss auch Ernesto gehen. Das Gebiet wird komplett vom Kartell kontrolliert und ohne den Schutz der Polizei ist es für ihn und uns zu gefährlich. Kurz darauf ist ein Bericht schon online. De una forma de que sientes impotencia al ver todo lo que está pasando y no poder hacer nada porque se solucione. Que no es lo que nos corresponde, pero sí te enfada de ver todos los días un muerto, todos los días un ejecutado. Sí, así se enfada uno, llega el momento en que te afecta también emocionalmente. So, ¿qué es su sentimiento? ¿Es tristeza o es miedo? Frustración. Esa es la palabra, frustración. Der nächste Tatort. Ein mit Sprengstoff beladenes Auto steht mitten auf der Straße, genau neben einer Schule und einem Kindergarten.
Das Militär hat die Umgebung abgesperrt und bewacht den SUV. Für den Crime Reporter geht es direkt in die Live-Schalte. Y los cuales pues están siendo manipulados por personal experto en explosivos de la defensa. Por ese motivo, tal vez, porque los vehículos para traslado, los vehículos blindados para traslado de estos artefactos están en... Laut Ernesto ist der Vorfall keine Seltenheit in Culiacán. Gerade wenn Sprengstoff involviert ist, besteht immer die Gefahr, dass aus einem Tatort zwei werden. Puede suceder que se desate una balacera y una bala pegue en un explosivo y explote y hay una reacción en cadena y sea un caos, pero pues son los riesgos que tenemos como periodistas. Die Straßensperre des Militärs erinnert Ernesto an seinen bisher gefährlichsten Einsatz. Den 17. Oktober 2019 beim sogenannten Culiacanazo, dem Battle of Culiacán. Ein gescheiterter Versuch der Behörden, mit einem Großeinsatz El Chapos Sohn festzunehmen. Yo en ese momento me di cuenta que había un retén, así como este. Había un retén donde estaban revisando carros y cuando yo me paro a tomar fotos, escucho una balacera a lo lejos y empiezo a tomar primero el operativo y luego para decir el contexto que está sucediendo una balacera cerca de ahí. Cuando en ese momento se desata otra balacera y es que atacan ese cinturón de seguridad y es donde inicia el infierno. Duró como 4 horas y media o 5. Y a partir de ese momento, pues, pura adrenalina, miedo, ver muertos, heridos, tirados por donde sea. Todo lleno de impactos de bala. Y pues por fortuna no me pasó nada. Yo por fortuna transmití en vivo eso y quedó plasmado ahí. Pero fue una experiencia muy fuerte esa. Es la más fuerte que he tenido. Que donde sí pensé yo que iba a morir. Yo dije, de aquí no voy a salir. Diese Videos überträgt er damals live. Für seine Berichterstattung in Zusammenarbeit mit der New York Times kriegt Ernesto später sogar einen Emmy. Aber was er an diesem Tag erlebt, geht nicht spurlos an ihm vorbei. Ernesto muss in Therapie und leidet seitdem an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Todavía hasta hace poco me tocó otra balacera donde escuché los balazos y al escucharlo como que me trasladé rápido inconscientemente a esa balacera y me recordé todo lo que había pasado esa vez. Auf psychologische Unterstützung der Regierung wartet er dabei vergebens. Die Presse ist hierzulande auf sich alleine gestellt. Sí, es que es lo que te estoy diciendo, pues somos el país donde más periodistas se matan, donde más estamos expuestos. Somos ahorita, aparte del país, el estado con más violencia y ahorita la ciudad más violenta, con más riesgo. Y debe haber un programa emergente donde se pueda atender esta problemática que, como te digo, estamos haciendo nuestro trabajo porque nos gusta, no porque nos paguen bien, no porque nos den garantías de trabajo. Lo hacemos porque nos gusta, porque nos apasiona esto. Why are you still doing this job? It's very dangerous, you don't make so much money with it. Why is it so important for you? Lo haces porque te gusta, porque te apasiona. Yo siempre dije, si yo llegara a tener la manera de vivir holgadamente, yo seguiría haciendo periodismo, porque me gusta. Aunque después tuviera una mejor forma de vivir, lo siguiera haciendo, me gusta. Laut Reporter ohne Grenzen ist Mexiko eines der tödlichsten Länder für Journalisten weltweit. Und nicht nur Journalisten selbst sind in Gefahr. Das merkt Ernesto spätestens letztes Jahr im September. Él era Uber, es el taxi driver, y lo agarraron cuando llevaba unas personas, que esas personas, uno de ellos sí tenía algo que ver, y cuando se los llevan a todos. Mucha gente, me conoce mucha gente a mí, mucha gente estuvo difundiendo, muchos colegas en todo el país estuvieron difundiendo esa noticia. Y yo investigué hasta que supe quién lo tenía. Ernesto sagt uns, er hat keine Kontakte zum Kartell. In Culiacán hat er aber einen gewissen Ruf auf Social Media und eine große Reichweite. Als die Entführer merken, dass es Ernestos Sohn ist, melden sie sich. Nunca me dijeron por qué. Solo me lo regresaron. Vivo, gracias a Dios. Nach 8 Stunden ist sein Sohn frei.
Ernesto ist sich sicher, die Entführung hat nichts mit seinem Job zu tun. Im Gegenteil. Pero yo digo que si no estuviera trabajando yo en un medio o no fuera quien soy, no hubiera corrido con la misma suerte, lo hubieran matado. Unter Schock verlassen er und seine Familie Culiacán anschließend in Richtung USA. 2 seiner Söhne bleiben dort. Die anderen zieht es zu ihren Familien nach Mexiko zurück. Auch Ernesto kann nicht bleiben. Er bekommt nur eine kurze Aufenthaltsgenehmigung, spricht kein Englisch und hat keinen Job. Außerdem ist ihm seine Arbeit und wie sein Verschwinden in Culiacán wirken könnte, zu wichtig. Tal vez si me hubiera quedado yo fuera, hubieran dicho se fue por algo, tenía que ver o tenía problemas, por eso se tuvo que ir. No tengo problemas con nadie y eso lo demostré, por eso volví. Porque tengo mi imagen limpia, mis manos limpias. Ein ereignisreicher Tag. Ein letztes Mal geht es für Ernesto ins Auto, sein fahrendes Büro. Manchmal verbringt er bis zu 12 Stunden hier drin. Gleich heißt es aber Feierabend. Richtig abschalten fällt ihm aber schwer. Ojalá, pero no lo dejas. Sigues con esto. Por prescripción médica, porque me operaron del corazón, me dijeron que tenía que desconectarme de los teléfonos al dormir y por esa razón mis teléfonos los dejo en otra habitación en modo silencio y de esa manera ya he estado más tranquilo emocionalmente, menos estrés, pero antes las 24 horas estaba al pendiente del teléfono, ahorita no. Hola, buenas tardes. Doch heute macht er auch nach dem Schichtwechsel eine Ausnahme. Später am Abend erreicht uns erneut eine Nachricht von ihm. Ich bin ganz schnell beim Essen aufgesprungen, weil Fidel gerade eine Nachricht von der Ernesto bekommen hat, dass direkt in der Ecke bei unserem Hotel ein Auto brennt mit wohl einer Person drin. Ernestos Kollege Brandon erklärt uns, was passiert ist. Un carro quemándose y al llegar abren la cajuela y ven el cuerpo calcinado. O sea que hay familias buscando una persona que corresponde a ese vehículo, más o menos. Pero ahora sí que se va a ir a ADN, prueba de sangre. Sí, porque no se puede reconocer el cadáver. No se ve absolutamente nada, ni siquiera ropa. Wie es gerade auch aussieht, kommen immer mehr Angehörige an oder vielleicht Angehörige. Also es sind jetzt ein paar junge Frauen da, ein paar ältere Frauen da und alle gucken sehr unsicher und traurig und irgendwie verängstigt auch, um ehrlich zu sein. Und man weiß nicht so richtig, was sie hier machen und auch woher sie die Info dann haben und sie denken, dass es vielleicht ihr Angehöriger sein kann. Es ist super schwer, sich vorzustellen, wie das ist, wenn man jeden Tag hier lebt. Mich nimmt das mit, es macht einen unsicher. Das hier ist jetzt direkt neben unserem Hotel, kein Kilometer davon weg. Also das ist beängstigend. Ja, fehlen so ein bisschen die Worte dafür. Auch als wir mit diesem Film hier eigentlich fertig sind, lässt uns dieses Gefühl nicht los. Wir waren nur einen Tag als Crime Reporter unterwegs. Ernesto macht das seit mehr als 25 Jahren. Seit dem Drogenkrieg ist es in Culiacán sogar noch gefährlicher. Der hält im September genau ein Jahr an. Wir rufen nochmal bei Ernesto an. Ist ihm sein Beruf immer noch all das wert? Sí, mira, esta pasión, este amor que tengo yo por el periodismo lo tengo desde muy chico, desde que tenía 8 años. Yo dije voy a ser periodista y luché como no tienes una idea. Yo vengo de una familia de muy escasos recursos, de lo más humilde que se pueda decir. Y yo digo, pues no voy a renunciar después de haber logrado todo lo que he logrado en estos años. Y para que una ola de violencia me haga rendirme, no.